Wenn auch du dich dafür interessierst, deinen Namen zu ändern, ja genau, deinen Nachnamen, dann werde ich dir in diesem Video zeigen, wie das ziemlich einfach in Irland funktioniert und warum diese Namensänderung sogar auch in deinem deutschen Pass und in deinen deutschen Ausweisdokumenten dann anerkannt werden muss. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für eine Auswanderung nach Irland interessierst, vielleicht aufgrund des günstigen Steuersystems, Auslandseinkünfte sind steuerfrei, weil man in Irland relativ einfach den sehr guten irischen Pass nach einigen Jahren bekommt, weil Irland ein hervorragendes Land ist für Kinder, unter anderem weil dort Homeschooling erlaubt ist. Und weil Irland weit weg ist von der Front im Osten, selbst nur ein sehr kleines Militär hat und neutral ist, dann lade ich dich zu unserem Seminar ein, das wir regelmäßig in Cork veranstalten und auch demnächst wieder. Da geht es um genau diese Themen, da geht es um die steuerlichen Details, um die rechtlichen Details. Da werden wir uns genau mit solchen Fragen wie Pass, Staatsbürgerschaft, Namensänderung befassen, aber natürlich auch Irland vor Ort kennenlernen. Wir werden Guinness trinken, wir werden auf Klippen wandern, vielleicht auch ein paar Wale sehen, sodass du einen guten ersten Eindruck bekommst und das natürlich in toller Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. 3 intensive Tage. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wenn man aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt, dann ist die Namensänderung etwas, was extrem kompliziert ist. Man kann nicht einfach zur Behörde gehen, zum Amt gehen und sagen, mir gefällt mein Name nicht mehr, ich möchte ihn jetzt ändern. Nein, es ist ein sehr komplizierter Prozess und in den meisten Fällen wird es komplett unmöglich gemacht. Da muss man schon nachweisen, dass man Adolf Hitler heißt oder ansonsten einen Namen hat, der absolut unsäglich ist, damit die Behörde Gnade mit einem hat und einem erlaubt, dann tatsächlich den Namen zu ändern. Aus Funk und Fernsehen wissen wir ja, dass das in den angelsächsischen Ländern ziemlich einfach ist. Man denke nur an die bekannte Fernsehserie, sicher einer meiner großen Favoriten, Better Call Saul. Dort geht es um einen Anwalt in New Mexico. Übrigens, die Serie ist von den Breaking Bad-Machern gemacht, absolut zu empfehlen. Und Saul Goodman ändert seinen Namen innerhalb von 5 Minuten. Er geht da praktisch zu einer Art Postschalter im lokalen Gerichtsgebäude und geht mit der neuen Namensurkunde wieder nach Hause. Tatsächlich ist das in den angelsächsischen Ländern so einfach. Da hat man keine Berührungsängste, was die Namensänderung anbelangt. Dort sieht man das als ein Grundrecht jeden Bürgers an, dass der seinen Namen jederzeit ändern kann, in was auch immer ändern kann und so oft er will im Leben tatsächlich ändern kann. Hier werden dir rechtlich keine Steine in den Weg gelegt. Hier gibt es keine Behörde, die dir sagt, du kannst dich jetzt selbst nicht Pepsi nennen. Du könntest dich tatsächlich in diesen Ländern auch Otto von Bismarck nennen, wenn du das willst. Und das würde problemlos so eingetragen und anerkannt werden. Da gibt es keinerlei Nachfragen. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das hat es also auch nichts zu tun mit Transmenschen oder so, dass jetzt dort irgendwie die Regeln aufgeweicht wurden, damit jetzt auch Transmenschen ganz einfach ihren Namen von männlich auf weiblich ändern können und umgekehrt. Nein, das war schon immer so in diesen Ländern. Es war extrem einfach. Man denkt sich auch überhaupt nichts dabei in diesen Ländern. Es ist etwas, das komplett normal ist. Und auch alle Behörden, alle Institutionen, zum Beispiel eben auch Banken, sind darauf vorbereitet. Also du kannst dann jederzeit zu deiner Bank gehen und sagen, ich habe einen neuen Namen. Hier ist mein Wisch mit den Details. Bitte ändern Sie jetzt mein Konto auf diesen neuen Namen ab. Bitte ändern Sie meinen Führerschein, bitte ändern Sie meinen Reisepass auf diesen neuen Namen ab. Da gibt es ja nicht wie in den deutschsprachigen Ländern eine moralische Keule. Du darfst jetzt hier kein von im Namen haben. Du darfst jetzt nicht einen Adligen schimpfen. Du darfst jetzt hier nicht irgendeinen Namen haben, der unsittlich ist, sondern du darfst schlicht und ergreifend so heißen, wie du möchtest. Ist den Verantwortlichen komplett egal. Das liegt eben im Ermessensspielraum des Einzigen, der seinen Namen ändert. Wenn er gerne möchte, dass er so heißt oder wenn sie das gerne so möchte, dann haben er oder sie schon ihre guten Gründe dafür. Ich habe gerade eben von den angelsächsischen Ländern gesprochen. Das ist also nicht nur in UK so möglich, das ist genauso auch möglich zum Beispiel in Irland. Und übrigens auch in vielen afrikanischen, asiatischen und karibischen Ländern, die früher einmal zum britischen Empire gehört haben. So ist es zum Beispiel so, dass Mandanten, die über uns eine zweite Staatsbürgerschaft kaufen, hier regelmäßig dann in dem zweiten Pass einen neuen Namen haben. Das geht eben in diesen Ländern genauso einfach, wie es auch in Amerika
in England oder eben in Irland funktioniert. Und das Allerbeste ist, dass aufgrund EU-Recht der deutsche Staat anerkennen muss, dass du deinen Namen geändert hast und dann eben auch deine deutschen Ausweisdokumente entsprechend anpassen muss. Das heißt also, wenn du wirklich in Irland wohnst, wenn du dort deinen Wohnsitz hast, wenn die irische Gerichtsbarkeit, sage ich mal, für dich zuständig ist und du änderst da nach dem in Irland angewandten gültigen Verfahren deinen Namen, dann kannst du diese Urkunden einreichen in Deutschland und dann muss dein deutscher Führerschein, dein deutscher Personalausweis, dein deutscher Reisepass entsprechend dann auch geändert werden. Natürlich wären die Deutschen nicht die Deutschen, wenn sie nicht alles kompliziert machen würden. Da gibt's dann schon noch mal eine gewisse Anstandsprüfung. Also das heißt, ich vermute, dein Nachname könnte jetzt nicht Pimmel sein oder sowas. Das würde dann in Deutschland trotz EU-Recht abgelehnt werden. Den Iren wäre das, wie gesagt, komplett egal. Aber eben, das ist dann wahrscheinlich in Deutschland doch nicht so. Wobei, da hat bisher noch nie jemand geklagt. Wenn du freiwillig dich bereit erklärst, hier als Versuchskaninchen zur Verfügung zu stehen, dann melde dich gerne bei uns. Das würden wir gerne einmal ausprobieren und hier auf YouTube dokumentieren. Nein, aber Spaß beiseite. Die Frage ist natürlich, wer ändert denn seinen Namen? Für uns hat das ja was Anrüchiges. Also das muss ja ein Mafioso sein, ein Krimineller, der will irgendwie verstecken, dass er Schulden hat, dass er Verbrechen begangen hat, der will irgendwo wieder unter falscher Identität dann auftauchen, der will Leute täuschen. Das sehen wir ja so, wenn jemand seinen Namen ändern will oder eben eine Transfrau, ein Transmann, die jetzt das Geschlecht wechseln wollen. Aber das ist absolut überhaupt nicht so. Wir haben schon etliche Mandanten bei dem Prozess begleitet und üblicherweise sind das 3 Kategorien von Personen, die gerne ihren Namen ändern wollen und mit Anrüchigkeit hat das überhaupt nichts zu tun. So, die eine Kategorie von Personen ist die, die nun tatsächlich einen unglücklichen Namen hat, nicht unbedingt Adolf Hitler, aber eben vielleicht ein Name, bei dem man das Gefühl hat, dass man sich damit lächerlich macht oder dass das eben peinlich ist. Ja, die deutsche Sprache ist ja eine sehr blumige Sprache zum Teil. Ich kann mich erinnern, mal etwas von einem Autor gelesen zu haben, der hieß Mösenfechtel. Ja, also das wäre vielleicht ein Name, wo du sagst, na ja, Entschuldigung, Herr Mösenfechtel, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber das wäre vielleicht ein Name, wo du sagst, na ja, also da möchte ich doch lieber den Namen ändern lassen. Das ist tatsächlich die eine Gruppe von Menschen, die dann den Namen ändern möchten. Die zweite Gruppe von Menschen sind tatsächlich jene, die vielleicht persönlich, familiär schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich kann mich an einen Mandanten erinnern, da ist der Vater an Krebs gestorben, als er 12 Jahre alt war. Kurze Zeit später ist die Mutter dann leider an Alzheimer erkrankt und dann auch wenige Jahre später danach gestorben, sodass der Mandant im Grunde, bevor er 20 Jahre alt war, schon ein Waise war. Er hatte auch jetzt keine Geschwister und er hatte auch im Grunde genommen nicht viel sonstige Verwandtschaft, der er jetzt sehr nahe stand. Auf der anderen Seite hat er aber dann sehr früh geheiratet und er hatte im Grunde genommen mit seiner Frau entschieden, dass sie einen ganz neuen Anfang machen wollen, Tabula rasa, dass sie hier sozusagen einen neuen Grundstein setzen möchten für ihre Familie und hat sich deswegen dann einen neuen Namen gegeben. Und die dritte Kategorie, muss man tatsächlich sagen, sind Menschen hauptsächlich aus asiatischen Ländern, hauptsächlich aus Ländern wie zum Beispiel Pakistan oder Afghanistan, und ich sage das jetzt in keiner Weise herabwürdigend oder so, die im Grunde genommen im Westen aufgewachsen sind, die sich mit der westlichen Identität identifizieren, die auch genauso sprechen, Deutsch oder Englisch, wie jeder andere auch, aber eben das Gefühl haben, durch ihren Namen gewisse Nachteile zu haben. Ich möchte das jetzt nicht kommentieren. Ich finde das schade, wenn das so ist, wenn das jemand so empfindet, dass er durch den Namen und durch seine Abstammung letztlich dann mit so etwas zu kämpfen hat. Und dann geben die sich eben dann bewusst westliche Namen. Ich kann mich an einen Nordafrikaner erinnern, der in Großbritannien gelebt hat. Und er hat sich dann einen Namen gegeben, wie zum Beispiel Jack Miller. Also es war natürlich nicht Jack Miller, aber ich sage das jetzt als Beispiel, etwas komplett Englisches, was sozusagen mit seiner Herkunft überhaupt nichts zu tun hat. Und er wollte eben, dass seine Kinder aufwachsen als Millers und eben nicht als was auch immer er davor geheißen hat. Und deswegen hat er dann diesen neuen Namen angenommen, eben auch als ein Zeichen, dass er sich in der neuen Gesellschaft, in seinem neuen Land hier voll integriert gefühlt hat und im Grunde genommen mit der alten Heimat letztlich fast nichts mehr zu tun hatte. Das sind eigentlich die typischen Fälle. Da geht es nicht darum, ein geheimes Bankkonto zu eröffnen mit einem zweiten Namen, sondern eigentlich tatsächlich geht es in fast allen Fällen um tief persönliche Gründe, die mit der persönlichen Geschichte des Einzelnen dann auch zu tun haben. Also wie funktioniert sowas? Das ist in Irland unter den anderen angelsächsischen Ländern ein rein administrativer Vorgang. Hier ist kein Gericht involviert. Hier muss niemand diese Namensänderung, sage ich jetzt mal, prüfen und bestätigen. Jeder kann seinen Namen ändern. Voraussetzung ist, dass du eben tatsächlich auch unter
die Gerichtsbarkeit dieses Gerichtes fällt. Das heißt, du musst da also wirklich leben. Du kannst nicht einfach dort als jemand, der in Deutschland lebt, nach Irland fahren und dann deinen Namen ändern. Du musst da wirklich wohnen, aber du musst nicht Ire sein und du musst auch dort nicht besonders lange wohnen. Hauptsache ist eben, dass du dort wohnst. Wenn du die Dokumente dann später in Deutschland anerkennen möchtest, ist es natürlich wichtig, dass du auch dort zeigen kannst, dass du dort wirklich gewohnt hast und auch wirklich die Absicht hattest, dort längerfristig zu wohnen. Denn ansonsten kannst du davon ausgehen, dass die Namensänderung in Deutschland nicht anerkannt werden würde. Du musst natürlich auch den deutschen Pass nicht ändern, wenn du das nicht willst. Ich meine, du hast ja in Irland dann sowieso einen Führerschein, wenn du dort leben würdest. Dann wäre eben der Führerschein in einem Namen und dein deutscher Pass in einem anderen Namen. Deine Bankkonten, die du dann eröffnest in Irland, wären eben dann ebenfalls unter dem neuen Namen. Wenn du dir dann zum Beispiel einen zweiten Pass holst, sagen wir zum Beispiel mal in Sierra Leone oder einen Karibikpass, könnte dieser auch in dem neuen Namen sein. Du müsstest also gar nicht deine deutschen Ausweisdokumente abändern. Aber es ist natürlich für viele genau das attraktiv, dass sie eben auch auf diese Art und Weise dann relativ einfach den neuen Namen auch in Deutschland anerkennen können lassen. Nun ist mir natürlich völlig klar, dass wahrscheinlich niemand nur nach Irland umziehen wird, um seinen Namen zu ändern. So wichtig wird es wahrscheinlich den wenigsten sein. Aber wenn man jetzt ohnehin vorhat, Deutschland oder Österreich zu verlassen, weil einem die ganze Entwicklung dort besorgt, weil die einem auf den Nerv geht, weil man sagt, das kann ja nicht gut ausgehen. Deutschland und Österreich bewegen sich in die falsche Richtung. Die EU bewegt sich in die falsche Richtung. Natürlich, Irland gehört auch zur EU dazu, aber liegt so ganz am Rand der EU, kann man sagen. Und man muss ja dann auch nicht dort bleiben, sondern man könnte sagen, okay, ich plane ohnehin auszuwandern, dann lege ich eben noch eine gewisse Zeit in Irland ein. Es ist auch extrem einfach, dorthin zu ziehen. Du brauchst ja kein Visum, keinen Aufenthaltstitel. Jeder EU-Bürger kann dort leben. Dann bist du eben erstmal da, könntest dann zum Beispiel deinen Namen ändern. Wenn du jetzt planen würdest, längerfristig dort zu bleiben, sagen wir mal 5 Jahre insgesamt, kannst du dann auch den irischen Pass bekommen. Natürlich dann ebenfalls mit deinem neuen Namen. Wobei hier gibt es eben auch keine Korrelation. Das heißt, du kannst die Namensänderung natürlich sehr viel früher machen. Du musst die 5 Jahre warten, bis du dann den irischen Pass tatsächlich hast. Du kannst auch sagen, ich lasse meinen deutschen Pass, wie er ist. Ich ändere meinen Namen in Irland. Dann habe ich nur in meinem irischen Pass dann den neuen Namen. Das sind alles Dinge, die natürlich funktionieren würden. Es ist komplett egal, 2 verschiedene Pässe zu haben mit 2 verschiedenen Namen. Das macht es natürlich alles kompliziert. Das kannst du dir vorstellen. Stell dir mal einen Erbschaftsfall vor. Stell dir mal vor, du kaufst eine Immobilie mit einem Pass, mit einem Namen und dann verstirbst du und dann kommt deine Ehefrau, die hat einen ganz anderen Namen und ist mit einer ganz anderen Person auf dem Papier verheiratet. Da kannst du dir schon vorstellen, dass das Ganze kompliziert ist. Das heißt, nicht alles, was machbar ist, ist natürlich auch sinnvoll. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Aber rechtlich gesehen ist es machbar. Das könntest du tun, allerdings nicht in Irland selbst, sage ich jetzt mal. In Irland darfst du dann, nachdem du den Namen geändert hast, nur noch mit dem neuen Namen auftreten. Was du natürlich außerhalb Irland machst, kann dir die irische Regierung nicht bestimmen und auch nicht kontrollieren. Also von daher würde ich sagen, diese einfache Namensänderung, sie ist einfach einer von vielen Vorteilen, den du in Irland hast. Tatsächlich hatten wir auch schon Mandanten, die dann letztlich in Irland ihren Namen geändert haben und dann auch bei ausländischen Banken, welche diese Namensänderung anerkannt haben, dann Konten im neuen Namen geführt haben. Selbst wenn in ihrem deutschen Pass noch der alte Name stand. Ja, sie hatten ja dann den irischen Führerschein. Dort stand der neue Name drin. Personalausweise gibt's ja in Irland nicht und Reisepässe, wie gesagt, wird es erst nach 5 Jahren dann bekommen, einen irischen. Aber die konnten dann eben Konten eröffnen, zum Beispiel in der Schweiz, in den USA, in Georgien mit dem neuen Namen. Da hat sogar möglicherweise die Bank dann nach dem deutschen Pass nochmal gefragt. Aber dann hat man eben die Namensänderungsurkunde gezeigt und dann wurde das Konto im neuen Namen geführt und dann wird eigentlich beim Konto auch nicht der alte Name gespeichert. Zwar kann die Bank das prüfen für Compliance-Gründe, aber das Konto läuft dann allein auch datenbanktechnisch unter dem neuen Namen. Also jetzt fragst du sicher, naja, was kostet denn so eine Namensänderung? Ist das besonders aufwendig? Ist das besonders teuer? Nach dem, was ich dir jetzt beschrieben habe, hast du ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass es relativ einfach ist und relativ günstig. Also wenn wir das für unsere Mandanten zum Beispiel durchführen, dass wir dort das Paperwork handeln, berechnen wir dort eine relativ bescheidene Gebühr. Aber jetzt an amtlichen Gebühren oder sowas fällt hier nichts an. Du musst ja keinen Anwalt in Irland oder sowas bezahlen. Das ist alles relativ unbürokratisch, weil eben der gesamte Prozess, wie ich es schon am Anfang erklärt
erklärt habe, in Irland selbstverständlich ist und die Iren denken sich da gar nicht groß was dabei. Das ist jetzt da nichts Besonderes. Für uns Deutsche, Österreicher und Schweizer ist das ja abartig. Wir haben ja noch nie sowas gehört, dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist ja für manche von uns sozusagen sensationell, aber die Iren, die zucken einfach die Schulter und sagen sich, naja, okay, jetzt hat mal wieder jemand den Namen geändert. Das passiert ja hier alle Welt lang. Ist absolut nichts Besonderes. Hier allerdings noch eine Warnung, wenn du jetzt wirklich vorhättest, zum Beispiel hier Versteck zu spielen, dann musst du wirklich aufpassen, denn das wird in vielen Fällen nicht gehen. Wenn du zum Beispiel eine Firma gründest, sagen wir zum Beispiel in Irland oder auch in UK, dann wirst du eben vielfach gefragt, ob du auch noch andere Namen hast oder ob du früher andere Namen hattest. Und das wird dann entsprechend auch im Handelsregister veröffentlicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das ist natürlich dann noch eine wichtige Frage für die Pässe. Ja, also wir empfehlen ja sehr stark zum Beispiel als Investmentpass den Sierra Leone Pass, weil das eben ein Pass ist, in welchem dann der alte Name auch nicht mehr abgedruckt wird. Und beim irischen Pass ist das übrigens ganz genau das Gleiche. Wenn du dort deinen Namen änderst und du bekommst dann den irischen Pass, dann taucht da nur dein neuer Name auf. Das ist tatsächlich bei vielen angelsächsischen Ländern so, beim UK übrigens ganz genauso. Ich hatte dir ja vorhin das Beispiel erzählt von dem Marokkaner, der seinen Namen in Jack White geändert hat. Da stand dann im Pass später nur Jack White drin. Da stand dann nicht noch der alte Name drin. Aber da muss man eben auch schauen. Wir haben das eben immer wieder auch erlebt bei Pässen, die man ja kaufen kann über Investmentprogramme, dass in manchen dort dann eben der alte Name noch veröffentlicht wird. Und das will man dann möglicherweise nicht, wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel zum Schutz der Privatsphäre tut. Also in diesem Sinne, wenn du jetzt sagst, naja, Irland, ein tolles Land, jetzt bin ich ja noch mehr davon überzeugt, weil ich ja dort auch meinen Namen ändern kann. Endlich kann ich mich mal Otto Fürst von Bismarck nennen. Ich wollte ja schon immer mal so heißen. In Irland kannst du es komplett legal machen. Oder auch Jack White oder auch Saul Goodman. Das ist alles möglich. Und wenn dich das davon überzeugt hat, dass du dir jetzt Irland einmal näher anschauen solltest, dann, wie gesagt, würde ich mich freuen, dich bei unserem Seminar Auswandern nach Irland begrüßen zu dürfen, wo wir genau über solche Themen sprechen, aber natürlich auch noch über viele andere Themen, wie zum Beispiel den irischen Pass, das irische Steuersystem und natürlich auch, was du in Deutschland tun musst, um dich korrekt abzumelden und dort nicht in so Steuerfallen wie die Wegzugsteuer und Ähnliches zu fallen. Also Details zum Seminar in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich in Cork begrüßen zu dürfen. Wenn du keine Zeit hast, aber dich trotzdem für einen Wegzug nach Irland interessierst, vielleicht wegen der Namensänderung, vielleicht auch wegen 10 anderen Gründen, dann buch gerne ein Beratungsgespräch bei mir. Details dazu ebenso in der Beschreibung dieses Videos. Ich habe selbst in Irland gelebt. Ich kenne Irland sehr gut. Mir hat es dort extrem gut gefallen, meinen Kindern auch. Und natürlich helfen wir dir nicht nur beim Umzug nach Irland, sondern seit 20 Jahren helfen wir Mandanten schon, ihren Wohnsitz in andere steuerlich attraktive Länder zu verlegen, ihre Steuerlast zu optimieren, ihr Vermögen zu diversifizieren, zweite Staatsbürgerschaften anzunehmen, Aufenthaltstitel weltweit zu bekommen und einen wirkungsvollen Plan B zu etablieren. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.